Die Sinusmilieus zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist. Deshalb zählt das Modell im deutschsprachigen Raum zu den bedeutendsten Ansätzen in der Zielgruppenforschung. Sinusmilieus sind Gruppen Gleichgesinnter, also Menschen, die ähnlich ticken. Sie beschreiben alltagsnah die Befindlichkeiten und Werte der Menschen, ihre Lebensziele und Lebensstile sowie ihren sozialen Hintergrund. Mit den Sinusmilieus kann man in die Lebenswelten der Menschen regelrecht eintauchen. In Deutschland lassen sich derzeit 10 Milieus unterscheiden. Je höher ein Milieu in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener ist dessen Stellung in der Gesellschaft. Je weiter rechts, desto moderner ist seine Grundorientierung. So gibt es verschiedene soziale Milieus, wie die konservativ Etablierten. Das ist das klassische Establishment. Die bürgerliche Mitte, das ist der bürgerliche Mainstream. Oder die Hedonisten, das ist die spaß- und erlebnisorientierte untere Mittelschicht. Und was bringt das? Diese Einteilung nach Werthaltung und Lebensstil ist sinnvoll, weil Menschen heute ganz unterschiedlich ticken, obwohl sie die gleiche Lage oder ein ähnliches Alter teilen. Ein Beispiel, das sind Steffi und Nele. Sie haben auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten. Beide sind 29 Jahre alt, haben studiert und wohnen in einer Großstadt. Aber dennoch leben und denken sie unterschiedlich. Steffi gehört zum adaptiv-pragmatischen Milieu. Das ist die moderne junge Mitte. Typisch für dieses Milieu ist eine hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität einerseits und das Bedürfnis nach Sicherheit und Verankerung andererseits. Nele hingegen gehört zum Milieu der Expeditiven. Das ist die ambitionierte, kreative Avantgarde. Unkonventionelle und kosmopolitische Trendsetter, die immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen sind. Beide Milieus sind wichtige Zielgruppen der Zukunft, denn ihr Anteil an der Bevölkerung nimmt stetig zu. Sinusmilieus zeigen die feinen Unterschiede in der Gesellschaft und dass scheinbar ähnliche Menschen, wie Steffi und Nele, ganz unterschiedlich ticken. Deswegen werden sie von vielen Unternehmen, gemeinnützigen und öffentlichen Institutionen für ihre Zielgruppenarbeit genutzt. Beispielsweise zeigen die Sinusmilieus, auf welche Themen, Ansprachen und Touchpoints einzelne Zielgruppen besonders gut reagieren. Egal, ob offline oder online. Außerdem helfen sie Marken, Produkte und Ideen strategisch zu platzieren sowie Wachstumspotenziale auszumachen. Und das in der ganzen Welt. Denn mittlerweile gibt es Sinus-Milieu-Modelle für über 40 Länder. Spezielle Milieumodelle gibt es auch für Jugendliche oder für die Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Mit den Sinusmilieus erkennen Sie die relevanten Unterschiede in der Gesellschaft und ihren Zielgruppen. Was das genau für Ihre Marken, Produkte oder Ideen bedeutet, erfahren Sie am besten in einem persönlichen Gespräch.